Leider noch recht selten wird auf meinem Kanal gefragt, ob ich eine Frage zu Grounded 2 beantworten kann. Dieses Mal kommt die Frage von Brotmann0075, den ich hiermit ganz herzlich grüße. Er fragt nach der Turbodisk im Gemüsegarten. Klar, kein Problem, dazu mache ich doch fix ein Video. Vor allem fix. Ich weine jetzt noch. Wir beginnen unsere Reise in der Nähe des Hammers, der einen markanten Wegpunkt darstellt. Ich zeige dir wieder auf der Karte, wo ich mich befinde. Hier in der Nähe ist ein Außenposten, wo es einen verschlossenen Raum gibt. Ich verlinke dir das Video, wie du in diesen Raum kommst, oben rechts unter dem i. Wir starten auf dem grünen Gartenschlauch, der uns als Aufstieg in das Holzregal dient. Mit einem Reittier kann man hier ganz gemütlich rauflaufen. In dem blauen Becher scheint es ein paar rostige Nägel zu geben und weiter oben gibt es Holzsplitter und einen Cookie. Wenn dir dieses Video gefällt, dann denk bitte an den Daumen rauf. Und wenn du nichts mehr verpassen willst, dann abonniere noch eben meinen Kanal. Es lohnt sich. Und hier ist der Trick, wie man in dieses Gartenbeet kommt. Wer es nicht weiß, kann lange suchen. Und du verstehst jetzt, warum ich gerade von meinen Tränen gesprochen habe. Direkt voraus ist dieser kleine Turm, der ein interessantes Geheimnis beinhaltet. Das Reittier lassen wir einfach hier oben, denn wir gehen jetzt in die Unterwelt. Im Inneren des Turms findest du ein Loch mit einer Leiter. Das hilft deutlich beim Abstieg in die Unterwelt. Aus der schönen Landschaft wird plötzlich ein technisches Gebäude. Es gibt nur eine Tür, die führt uns in einen zart beleuchteten Gang. Während wir hier durch den Tunnel im Erdreich laufen, möchte ich kurz auf meine Social-Media-Kanäle in der Videobeschreibung verweisen. Dort findest du auch einen Weg, wie du mich zu einem virtuellen Kaffee einladen kannst und einen Link zu meinem Buch, das du auf Amazon kaufen kannst. Bis zur nächsten Tür passiert nichts Spektakuläres. Daher hier noch einmal zur Überbrückung der Aufruf für ein Abo meines Kanals und einen Daumen rauf für dieses Video. Wie lang kann ein Weg sein? Wir betreten einen Kontrollraum und finden sogleich einen Mitarbeiter, der hier schon länger liegt. Aber der ist Teil eines anderen Videos. Einfach durch das Loch springen und schon betreten wir die große Anlage zur Herstellung der sauren Süßigkeit. Es könnte sein, dass hier das ein oder andere Insekt auf dich wartet und du etwas kämpfen musst. Meine Willow hat bereits so einen miesen Ruf hier im Garten, dass sich die Insekten weigern, mit ihr zu spielen. Wenn du durch diese Tür trittst, dann pass auf, wo du hinläufst. Die grüne Pampe auf dem Boden ist so sauer, dass sie dir das Beinkleid wegätzt. Dazu habe ich übrigens erst vor kurzem ein Video gemacht, das ich dir wieder unter dem i verlinke. Gehst du durch die nächste Tür, liegt die Disk bereits auf dem Tisch. Daneben liegt noch eine Akte, die du dir in Ruhe anschauen kannst. Wenn ich wieder zu schnell bin, mach das Video einfach kurz auf Pause. Übrigens ist hier das Versuchslabor für den Marienkäfer-Buggy. Man kann in diesem Showglas ganz gut erkennen, wie die Wasserkanone auf dem Rücken des Buggys aussehen sollte. Die Details in der Spielwelt sind wirklich großartig. Du brauchst dieses Mal übrigens nicht weit laufen, um die Disk einzulegen, denn auf der anderen Seite der Säule ist gleich eine Ranger Station, die gierig deine neue Disk frisst. Mit der Disk schaltest du nun alles frei, was du brauchst, um einen Marienkäfer-Buggy zu bekommen. Das sind im Detail nur das Marienkäfernest, das du brauchst, damit dein Käfer sich ausruhen kann. Zusätzlich wird noch die Schmiedefähigkeit für Minzklumpen und das Kochbuch Feenhaus freigeschaltet. Im Kochbuch gibt es das Rezept Käsepommes, das ich erst letztens in dem Video mit dem geheimen Eingang, ich hatte es dir vorhin unter dem i bereits verlinkt, genannt hatte. Für dieses Rezept kannst du die Kartoffelstücke verwenden. Gegenüber der Ranger Station ist der Ausgang. Wir laufen kurz einen Gang herunter, bis wir an eine weitere Tür gelangen. Sollte die bei dir noch verschlossen sein, dann kannst du sie ganz einfach mit dem Knopf auf der rechten Seite dauerhaft entsperren. Nur noch diesen Gang entlang laufen und bald sind wir wieder im Freien. Wir kommen am unteren Eingang zu dieser Fabrik heraus und müssen aufpassen. Denn hier sind zahlreiche Insekten, die nicht gut auf uns zu sprechen sind. Gerne finden hier auch Kämpfe zwischen schwarzen Ameisen und Kartoffelkäfern statt, sodass es hier viele von den ätzenden Pfützen geben kann. Auf der Karte zeige ich dir kurz wieder, wo wir jetzt sind. Das war's auch schon mit der Feen Turbodisk. Denke bitte an den Daumen rauf und ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß bei Grounded 2.